Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einem neuen Video. Meine Lieben, wir sind bei Mr. Tamplama. Ihr habt es richtig gehört. Tamplama, das Ganze gibt es nur hier. Patentiert, einzigartig, Hot Ring, sage ich auch nur, in Family-Version. Das wartet auf uns. Was das Ganze wird, wie groß, wie schwer, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Let's go. Meine Lieben, und damit herzlich willkommen nochmal zurück zu einer neuen Folge. Vorhin eben erst abgedreht, eben erst gemacht, Taxiteller Challenge in Braunschweig. Und jetzt habt ihr euch gewünscht, Big M, fahr mal, wenn du schon in Braunschweig bist, zu Mr. Tamplama. Denn hier soll es, wie der Name schon sagt, Tamplama geben und einen sogenannten Hot Ring. Und das Ganze, bevor wir jetzt hier den lieben Hüseyin Çelik. Hüseyin Jawohl. begrüßen dürfen. Erstmal danke für die Einladung. Herzlich willkommen. Wollte ich zu den uns. Leuten schon sagen, aber du kannst es ja gleich erklären. Tamplama Genau, haben und wir Hot Ring. Tamplama und Hot Ring. Was ist das? Patentierte Waren, unser Teigwaren. Genau, patentiert. Also das gibt's nur bei euch. Genau, nur original bei uns. Es gibt Nachmacher, aber vorsichtig, ja. Was ist denn Tamplama? Tamplama ist Teigtasche und gefüllt mit Käse und Dönerfleisch. Das heißt also, kann man sagen, eine Teigtasche mit Döner? Kann man das so sagen? Also Jawohl. nicht quasi offen, sondern geschlossen. Geschlossene, jawohl. Und dann mit Käse. Käse drinnen und Tomatensauce meistens. Tomatensoße? Genau. Irgendwie was anderes noch? Oder Kann ist man das alles? auch Hollandaise Soße reintun Ja. und andere Zutaten auch hinzufügen. Zum Beispiel viele wollen Jalapenos und Hollandaise rein, Ja. Sujuk rein. Okay, also um es einfach kurz zu fassen, es ist weiterhin, sage ich mal, auf Dönerbasis. Ihr habt Spieß, ne? Genau. Was habt ihr für Spieße? Wir haben Hähnchenspieß, Rind Premium Kebabspieß Ja. und Steakspieß. Und Steak auch mittlerweile. Und dann, sage ich mal, anstatt eine Dönertasche offen, wie man es kennt, in einem Brot mit Käse umbacken. genau, Das hört sich jetzt schon was für uns an, sage ich ganz ehrlich. Also das hört sich jetzt schon geil an. sehr lecker. Aber das ist nicht das Einzige, warum die Leute wollten, dass ich hinkomme, sondern ihr habt noch was Besonderes. Hot Ring. Ring. Jawohl. Auch patentiert. Auch patentiert. Und das ist noch was anderes, ne? Genau, mein Bruder hat erfunden. Es ist sehr lecker auch Teigtasche. Wird gebacken im Ofen. Da sind auch viel Fleisch Ja. und Käse und Ja. Hollandaise Soße drinnen. Jalapenos und Pilze dazu extra. Ich habe mir das gerade schon mal, oder ich habe das jetzt schon mal im Social Media gesehen, das ging ja echt viral. Weißt du, an was mich das erinnert? Wie so eine Pizza-Ring, also so diese Kruste von Pizza, aber gefüllt. Weißt du, was ich meine? Wie so eine Pizza, einfach nur der Rand, Genau. aber gefüllt dann mit Sachen mit Steak und so, Fleisch und so. Ne? Genau, und rund. Und rund. Genau. Also deswegen sage ich ja, wie Pizza, rund, Genau. aber quasi so einfach der Rand und gefüllt, aber gefüllt. Jawohl, richtig. Und oben auch Käse überbacken. Und Käse auch noch. Doppelkäse, ja. Innenkäse, Obenkäse. Dann würde ich das Ganze gerne mal probieren. Gerne. Weil, und jetzt kommen wir dazu, meine Lieben, das gibt es nicht nur hier in der normalen Variante, sondern in der XXL Family. Ne? Family Hot Ring. Das ist riesig groß. Worüber sprechen wir da? 60 cm. 60 cm Durchmesser. Genau. Also Ungefähr 3 Kilo. 3 ungefähr. Kilo? Ja. Ungefähr. okay. Bisschen mehr vielleicht. Okay. Dann für wie viele Personen? Normalerweise 6 Personen. 6 Personen. Jawohl. Dann würde ich das Ganze gerne mal bestellen. Gerne. Schaffst Schmecken du das? lassen. Ich bin gespannt. Und damit, meine Lieben, habt ihr das gehört. Tamplama einzigartig, Hot Ring, patentiert, über 3 Kilo für 6 Personen. Das bestellen wir hier mal. Das gibt's bei euch. Let's go. Gerne. Hier ist die Hot Ring, Hot Ring. Family. Gucken wir, ob du alles schaffst. Danke, mein Bester. Sehr lecker. Haben wir einen Teil mit Hähnchenfleisch gemacht, einen Teil mit Steakfleisch gemacht, einen Teil mit Hähnchenbrustfilet gemacht Ja. und andere Teil mit Sujuk gemacht. Ah, okay. Jawohl. Ach, in dem Hot Ring drin. In den Hot Ring drinnen. Du siehst das nicht. Wenn du schneidest, wirst du alles sehen. Ah, ich dachte gerade hier nur drinne ist Fleisch. Auch in drinnen. Man sieht nicht, man sieht das nicht. Das heißt, du hast hier noch drinne auch was. Genau. Fleisch, Pilze, Pilze? Käse, Käse auch. Käse auch. Geil. Sehr lecker. Und dann hier drin auch noch Fleisch. Genau. Ein bisschen Gemüse, Haben Soße. wir mit Beleg, mit Gemüse belegt, Soßen und einmal Steakfleisch haben wir, einmal Premium Kebab, einmal Hähnchenfleisch. Was kostet der Family Ring, wenn man den bei euch bestellt? Ab 40 Euro fängt Ab 40 Euro. Und dann je nachdem wahrscheinlich am Genau. Topping und so, ne? Manche wollen Doppelkäse, Ja. Doppelpilze, Doppelfleisch mit Sujuk extra, Ja. Fleisch und Sujuk gemischt. Ja. Dann kommt ein bisschen Ja, auf. ja, klar, je mehr Zutaten. Toppings, je mehr drauf. Genau. Aber ab 40 Ab Euro. 40 Euro ungefähr für 6 Leute. Wie viel wiegt das Ganze? Ungefähr 3 Kilo. 3 Kilo? Ja, Und dann auch je nach Topping, ne? genau. Was schätzt du jetzt der mit dem ganzen Fleisch? Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, ne? 3,5 Kilo, glaube ich. 300 Kilo? Ungefähr. Also, meine Lieben, dann würde ich sagen, gehen wir rein in unsere
Ja, 40 Euro, schreibt's mal rein, 3,5 Kilo Hot Wing XXL Family Variante bei Mr. Tamplama. Ich hab Bock, denn das sieht geil aus, vor allem sehr crunchy. Wir gehen rein, let's go. Guten Appetit. Dankeschön. Also meine Lieben, damit ist alles angerichtet für unseren XXL Hot Wing bei Mr. Tamplama hier in Braunschweig. Ihr habt es vom Chef gehört, 3,5 Kilo warten auf uns, das Ganze ab 40 Euro bestellbar. Meine Lieben, wir gehen rein in den Signature Unique Hot Wing von Mr. Tamplama. Viel Spaß, let's go. So, ich weiß tatsächlich gerade nicht, womit wir anfangen, aber ich bin ja immer dafür, das Beste kommt zum Schluss. Probieren mal Kalb, denn das ist das, was ich eigentlich immer am wenigsten mag, Kalbfleisch. Mit einer ersten Soße. Joghurtsoße, geil. Bin aber tatsächlich weniger der Kalbfleisch. Hähnchen trifft eher meinen Geschmack. Ja, Daumen hoch. Frische Tomätchen dabei. Geil. Steakfleisch. Die haben, also, dass die auch wirklich 3 Spieße haben, ne? So eine Andalus-Soße geht in die Richtung. Auch Steakfleisch ist auch gut. Wobei das Hähnchen gefällt mir am besten. Geil. Aber das, worauf es ja hier ankommt, und ich sag mal wahrscheinlich auch das meiste Volumen, den meisten Faktor und auch das Geilste sein soll, ist ja unser Hotring. Er hat ja gerade gesagt, so wie wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir hier einmal 4 verschiedene Varianten drin. Fleisch, Sujuk, Steak, Hähnchen, also das, was hier drauf ist, plus Sujuk und Käse und Champignons drin. Ich würde sagen, wir schneiden uns mal das erste Stück ab. Boah, scheiße heiß, man merkt, das kommt aus dem Ofen. Ich glaube, das ist aber der Vorteil an so einem Hotring, wenn man es auch länger isst. Das finde ich schon so eine geile Variante. Wisst ihr, fällt mir direkt ein, so an Events zu bestellen oder Geburtstag oder so. Nicht nur als Family, sondern wirklich auch so als Event-Charakter. Ne? Ey, das erinnert so ein bisschen an gefüllte Pizzabrötchen, nur als Ring. An gefüllte Pizzabrötchen, nur mit Fleisch als Steak. Das sieht nach Steakfleisch aus. So sieht das Ganze aus. Wir können es ja mal zusammen aufreißen. Wow, Halleluja. Käse, Champignons. Man sieht so richtig auch diese Käsefäden, ne? Boah. Ho, ho, ho. Ach du Scheiße. Wow. Richtig schön heiß. Ich meine, wir haben jetzt über 30 Grad. Da tut auch eigentlich kalte Sachen gut. Aber wenn ich mir das jetzt wieder so vorstelle, auch an kalten Tagen, an Events oder ich kenne es von früher, mittlerweile trinke ich ja keinen Alkohol mehr. So ein Kateressen in Anführungsstrichen, dreckig und mächtig. Geil. Weil ich ja cool finde, dass man sich aussuchen kann, welche Toppings hier reinkommen. Ich glaube, ich würde das Ganze, man kann es auch mit Doppelkäse nehmen, habe ich gehört, ist jetzt mit Einfachkäse. Käse überbacken natürlich auch noch, also neben dem Käse, der drin ist, ist es mit Käse überbacken. Mit den Soßen werden wir nämlich jetzt mal machen. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hier nochmal eine zweite Variante entdecken. Boah, ist das heiß. Oh yes, meine Lieben. Wir kommen zum nächsten Stück. Das ist, glaube ich, jetzt mit Steakfleisch wieder. Dürfte nicht Kalb, sondern Steakfleisch sein. Boah. Schaut mal den Käse innen drinne und außen an. Schaut mal. Alter, ist das krass. Ist das krass, das ist genau meins. Mal mit einer Soße. Sehr, sehr lecker. Ich glaube, kann man echt gut auch mit Salat kombinieren. Damit würde ich sagen, meine Lieben, ich teste jetzt noch mal ein bisschen rum, welche Kombination mir am besten schmeckt. Sujuk müsste gleich noch kommen, Kalb müsste noch mal kommen und da bin ich mal gespannt, was uns hier nachher am besten schmeckt. Vor allem, ob wir das hier für 6 Personen, die 3,5 Kilo auch wirklich schaffen. Denn eins merke ich jetzt schon, das macht durstig, aber erstmal wie der Pizzabäcker oder wie Mr. Tamplama. Gehen wir rein da. Let's go! Meine Lieben, die 10 Minuten brechen wir jetzt an und was wir auch mal zusammen abbrechen oder anbrechen besser gesagt, denn ich habe vorhin schon die erste Variante probiert und es hat mich wirklich an diesen Klassiker Sujuk mit Ei, Sujuk mit Käse, Sujuk zum Frühstück erinnert. Ist tatsächlich wirklich die Sujuk-Variante hier. Ne? Viele von euch, das mit dem Käse einfach Wahnsinn. Ne? Dann diese, sage ich wirklich, pikante türkische Sujuk-Wurst. Ne? Ist, ich habe es gerade schon probiert,
Boah. Durch diese gewürzte, sage ich mal, Wurst, salzig, nochmal mit mehr Pep, natürlich auch ein Highlight. Dazu eine schöne Soße, ein bisschen Salat. Ist auch eine geile Variante, weil wenn man die Soße so ein bisschen dippt, bleibt der Salat natürlich ein bisschen hängen. Kann hier wahlweise noch die eine oder andere Zwiebel drüber nehmen. Boah, aber das für 40 Euro, ab 40 Euro ist schon wirklich geil. Wie gesagt, schreibt gerne mal eure Favorite-Variante jetzt drauf. Ob ihr jetzt hier Team Steak, Hähnchen, Kalb, Team seid, Döner oder in dem Fall natürlich auch noch, was für eure Lieblingswahl in dem Hotring wäre. Ist nämlich immer wieder interessant, weil viele haben nämlich gerade geschrieben, doppelt und dreifach Käse. Seid ihr Team einfach, doppelt, dreifach Käse oder sogar noch mehr? Ich sag nur Quattro Formaggio, aber ich lasse mir die Sucuk-Wurst gönnen. Boah, und den wirklich sättigen und stopfenden Hotring in der XXL Family Variante. ...18 Minuten on the clock. Der Ring zur, ich sag mal gerade Hälfte, wenn überhaupt. Macht unnormal lustig. Boah, Halleluja. Dazu die, sage ich mal, 30 Grad mittlerweile aufwärts, die wir hier haben. Plus halt wirklich würziges und, das darf man definitiv nicht vergessen, käselastiges, sättigendes Essen. Wie gesagt, was für 40 Euro meiner Meinung nach echt von der Portion her, wenn man überlegt, wie viel das ist. Selbst wenn es jetzt nur die normale Portion wäre für 3 Kilo, für 6 Personen für 40 Euro komme ich immer noch nicht drauf klar. Also, und dann halt vom Geschmack her so unique und einzigartig. Ne? Vor allem, ich habe es in der Vorbereitung auch gesehen. Das Ganze ist ja auch mal mit ein bisschen Aufwand verbunden. Und das Ganze halt dementsprechend so darzustellen. Also Top-Konzept. Wie gesagt, ich hoffe oder hörte, man will expandieren. Bin mal gespannt, ob das in eurer Stadt demnächst noch vorhanden ist. Aber kostenloses Essen für die Ewigkeit würde ich mich hier einlassen. Ne? Weil, Wahnsinn, was hier drin ist. Will mal weiter. Oh, Völkchen können wir mal mitnehmen. Meine Lieben, 26 Minuten haben wir damit rum und ihr seht, von der Platte her sieht es schon überschaubar aus. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch so ein Fünftel drauf, also Viertel wäre jetzt zu gelogen, aber so ein Fünftel, noch so 3, sage ich mal, normale Stücke von dem Hotring, aber noch ordentlich Kebabfleisch. Daran sieht man einfach, wie viel Fleisch auf dieser Variante, die wir jetzt hier bestellt haben, mit extra Fleisch in der Mitte dazu on top war. Was aber geil ist, und das feiere ich gerade, wie ihr hier auch seht, dadurch, dass die Soßen hier so on top mit verzogen waren, in dem Salat drin und wir auch verschieden hatten, hat man jetzt wie so eine Art, die, sage ich mal, um das bildlich ein bisschen näher darzustellen, sage ich mal, so eine Art Döner-Pizza-Brötchen, ne? Halt als Hotring, um es genauer zu sagen, aber dann wie so eine Art Dip, den man hier zwischendurch immer wieder dazu nehmen kann, gerade jetzt zum Ende, wenn man nochmal auf einen anderen Geschmack kommen will oder einfach was anderes erleben will. Boah, aber wirklich eine sättigende Beilage, vor allem auch bei der Hitze. Also auf eins freue ich mich heute jetzt schon und dann ist was ordentlich zu trinken später. Aber vorher zählt eins, den Hotring leer zu essen, hoffentlich als erster zu schaffen und vor allem auch noch mal gut gehen zu lassen. Ne? Also meine Lieben, damit gehen wir in unsere letzten Bissen von unserem XXL Mr. Tamplama Hotring rein. Ihr seht, ich habe selbst die komplette Soße mitgenommen, weil das am Ende, ich sag mal, wie so ein dreckiger Döner, wenn sich das unten am Döner absitzt, wer kennt es und auch liebt, man so einen richtig geilen Endfeeling-Geschmack hat mit dem Fleisch und dann natürlich mit dem Käse, sag ich mal, Brot Hotring am Ende. Also nicht nur, dass ich das noch nie gesehen habe, sondern das habe ich tatsächlich auch noch nie in der Art und Weise gegessen. Und das jetzt in 36 Minuten, die wir für unseren XXL Family Hotring bei Mr. Tamplama gebraucht haben. Das Ganze könnt ihr, wie gesagt, hier ab 40 Euro bestellen, wie ich bereits schon erwähnt hatte. Und ich muss sagen, Preis-Leistung, Geschmack, Halleluja, meine Lieben, das knallt rein. Nicht nur geschmacklich, sondern auch wirklich volumenmäßig. 300 Kilo circa, was wir jetzt hier hatten. Boah, ja, eigentlich pro 100 Gramm eine Minute, gefühlt kann man sagen. Und das mit einigen Zwischenpausen, denn, boah, mein Lieben, bei über 30 Grad jetzt schon knapp. Der zweiten Sache für heute und jetzt so ein XXL Hotring hat es 1 gemacht. Das kann ich euch sagen, durstig. Boah, aber Lust auf mehr. Ich bezweifle, dass wir hier einen Nachtisch haben, weil so sieht die Speisekarte nicht aus.
Aber ihr wisst ja, da habe ich immer was mit dabei. Für den Notfall habe ich immer was dabei. Eine goldene Schokolade. Passt ja zum Hot Ring. Ah, und auch bei 30 Grad darf, wie gesagt, eins nicht fehlen. Auch wenn es diesmal selbst mitgebracht ist. Wobei ich glaube, jetzt würde auch so eine kalte Milch dazu gut tun. Ein kleines Stückchen Schokolade. Wow. Ja. Muss man schon fast aufpassen, dass die bei der Hitze nicht schmilzt. Aber da gönne ich mir gleich eine zweite. Oh ja. Jetzt eine kalte Milch. Ich muss sagen, hier gibt es Ayran. Bin ich aber gar nicht der Fan von. Ich mag es überhaupt nicht. Aber das würde natürlich, glaube ich, jetzt noch dazu passen. Aber eine eiskalte Milch, die steht an. Meine Lieben, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schreibt es gerne rein, was ihr davon jetzt gehalten habt. In der Art und Weise, wie ihr es hier gesehen, wie es präsentiert. Und natürlich auch Preis-Leistung und euer Favorite gewesen wäre von den Kombinationen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich süppel was. Suche eine Flasche Milch, Flasche Cola oder vielleicht auch noch was Süßes. Aber vom Hot Ring habe ich erstmal genug. Liebe Grüße von Mr. Tamplama hier aus Braunschweig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.